Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Herzlich willkommen hier, mitten aus der Natur, oder wie sage ich mal auf meinem Kanal. Ich habe hier, wurde eingeladen, der gute Matthias, der aka Outdoor-Buddy, hier kennen ihn sowieso alle. Servus. Und wir machen hier ein riesengroßes Camp. Also im Sinne von riesengroß, das ist nicht mein Zuhause. Ich muss in dem Ding hier wohnen, das hat mir der Howie gestellt, das ist auch sehr cool. Weil so nämlich spare ich mir das Schleppen, denn ich bin heute mit der Deutschen Bahn angereist. Ausnahmsweise mal erfolgreich. Matthias, findest du das auch schizophren, wenn du jemand anderes mit Matthias ansprichst? Ich finde das bisschen schizophren. Ne? Was ist dreimal schizophren? Da ist ja noch einer. Ja, stimmt. Wir sind nämlich nicht alleine hier. Ich zeige euch noch mal die anderen Piraten. Piraten ist nämlich auch ein gutes Stichwort. Wir gehen auch dahin. Ja, so, warte, wir bleiben auf dem Weg. So, das ist nämlich das schöne Camp hier von dem Howie. Ja, der hat nämlich hier so ein kleines Holzhütchen. Und da sind die anderen Piraten hier. Grüß Gott! Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also ich bin ja hier der YouTube-Star, aber das sind hier die anderen, die wollen hier mit mir ein Video machen. Deswegen habe ich gesagt, komm mit rein. Eine Challenge. Eine Challenge, ja. Ja, wir haben einen Haufen Geld dafür gezahlt. Das dürft ihr nicht sagen, das ist eine Vertragsstrafe. Ja? Das gibt Vertragsstrafe. Ja, der gute Howie, der hat mich hier auch mit eingeladen. Und ja, ich habe die Leute bezahlt dafür. Okay. Nein, wir haben drüber gesprochen und wir haben gesagt, wir wollen hier Spaß haben und wir brauchen jemanden, der aufräumt, der spült, der kocht. Der den Bus fährt und so. Der Bus fährt. Und der gemobbt werden kann. Ich merke das schon. Okay, ihr merkt euch, das wird ein lustiges Wochenende. Nee, ich freue mich sehr. Der Scarhead ist ja ein Namensvetter, auch ein Matthias. Ja, ich habe ich habe gerade schon mit dem anderen Matthias gesprochen. Sehr geil. Und wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre über YouTube. Das stimmt allerdings. Und dass wir uns jetzt endlich mal sehen, ist für mich eine große Freude. Ja. Nein, ist wirklich so. Also ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Wenn der Johannes noch dabei wäre, Grüße. Ahu, ne, mein Freund. Ja, Johannes. Das man auch kennt ihn. man kennt ihn. Ja, klar, man kennt ihn. Du kennst Johannes nicht. Ich habe auch keinen Bart. Ja, genau. Ahu. Der Johannes ist ein Cabo, so wie ich. Aha. Ach, du bist auch so einer von denen. Ja. Ich bin auch einer von denen. Ich bin ja auch eher so der so gepflegte Backenbart. Ja. Mein Freund hat auch gesagt, die haben ja alle einen Bart, nicht, dass du dann gemobbt wirst, weil du keinen hast. Ne? Ein bisschen hast du ja. Ich habe auch gesagt, guck mal, das ist doch wohl ein traditioneller Backenbart. Träumchen. Alter, ne? meine Kinder haben mehr Bartwuchs wie ich. Ja, das würde nicht mal am Stück hier so ganz durchgehen. So. Das wirst du dann am Sonntag sehen, dann kommen hier so ein paar graue und schwarze Stummel, da schaust du aus, als ob ich einen Dreckrand hier um den Mund hätte. Das ist echt so. Man weiß das nicht, ne? Aber kann man sagen, ja, das ist ein Bart. Nee, Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, ja. Ich hatte gerade schon mit dem anderen Matthias die Diskussion, ob du es nicht auch schizophren findest, wenn du zum anderen Menschen Matthias sagst. Ich finde das... Es fühlt sich schon irgendwie etwas komisch an. Es ist tatsächlich so, aber dadurch, dass ich nur in meinem Freundeskreis Matze genannt werde. Ich hasse ja Matze, ne? Ja. Ehrlich? Oder also, Mace oder halt Siki, so. Ja. Auf Arbeit nennen mich die meisten Matthias, dadurch bin ich den Namen gewöhnt, immer zu hören. Deswegen, es ist schon irgendwie komisch, ja, aber es ist jetzt kein Drama. Also ihr merkt, ihr kriegt hier auf diesem Kanal auch richtigen Mehrwert, nämlich wichtige Diskussionen, die das Leben schreibt. Hier lernt ihr nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ja. Ne? Ja. Was macht ihr, wenn jemand genauso heißt wie ihr? Also meine Idee wäre ja, also die Spitznamen, ne? Siki? Ja. Aber ich weiß noch nicht, ob ich... Du kannst schon einfach Siki zu mir sagen. Ich bleibe auch einfach der Matthias. Also das Scarhead oder... Shakehead fand ich eigentlich. Shakehead? Nee, ist nicht so geil. Ne? Nee. Da fehlt mir doch die Metal-Matte, ne? Also wenn du Matthias, dann bist du gerne der Matthias für mich. Das ist schön. Das ist für mich kein Problem. Der Buddy ist halt der Buddy, so. Das war schon der Outer-Buddy. Ich sag aber auch manchmal Matze ja, oder Matze so. habe ich auch schon mal gehört. Das variiert auch manchmal so. Ja, perfekt. Wir könnten ja jetzt verraten, wie der Buschpirat mit Vornamen heißt, aber das will der nicht, deswegen sagen wir es nicht. Das sagen wir nicht. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz hier gucken, was der Howie hier für mich gezaubert hat. Also dieses wunderschöne Tipi, sogar ohne Mittelpfosten. Ich wurde nämlich gerade von dem guten Outdoor-Buddy aufgeklärt, dass es dann durchaus drin ein bisschen kleiner wird. Und so sieht das dann drin aus. Hier mein Tasmanian Tiger, Biwaksack, Schlafsetup und drin den Winterschlafsack. Ja, ich wiederhole das auch gerne nochmal. Den Winterschlafsack Defcon 5 vor. Und ich bin meiner Männlichkeit so sicher, dass ich hier ein rosa Kissen habe. Geil, ne? So, ansonsten sehr spartanisch eingerichtet.
Ich bin so schnell wieder frei. Ist klar, du Arsch. Ja, klar. Da hat es aber gerade noch die Scheibe geschafft, da hinten. Genau. Kommen sie denn rein? Knapp ans Gelbe ran. Ja. Nice. Und weiter geht nicht. Auch wenn es also reingesetzt 30 Euro kostet. Das ist ja mega. Oh Mann, ich kann grillen. Das brauchst du nicht grillen. Ist das hinduistisches Fleisch oder was? Das ist Ja, weil das butterweich ist. ja, Diggi, puderweich. du isst doch auch Mettbrötchen. Gib doch mal die Hälfte. Danke. Hast du irgendwo eine Ja, hier. Oh, ich hab mich natürlich gerade nach den Handschuhen gebückt. Dann habe ich jetzt hier. Gut, dass ich das auf Kamera habe, hier, was ich jetzt hier ertragen muss. Ja. Hier gibt es ganz unauffällig, komisch auffällige Geräusche. Aber es gibt auch lecker Essen. So. Heute Abend gibt es lecker Essen. Der Howie ist fürs Kochen zuständig und es gibt lecker Wagyu. Kameramann in dein Gesicht läuft. Halt deine Schnauze dahin. Ich bin hier YouTube Pro. Hi. Hi, na? Wie geht's euch hier? So. Bin ich gut ausgeleuchtet, ja? Ja, Wasser. Sehr gut. Ich habe hier nämlich meinen Kameraassistenten, den Outdoor-Buddy, ja? Der sorgt So für. verdiene ich mein Geld. Ja, wenn er wüsste, wie viel ich ihm bezahle, nämlich gar nichts, aber das sage ich mir erst später. Ja, wir sind hier am Feuerchen. Was gibt's heute Abend? Der Howie macht jetzt ja lecker Steaks. Wagyu, habe ich gehört? Wagyu. Ja, ich bin mal zu Das ist quasi das Kobe. Ich weiß, ja, das. Wagyu ist die Rinderrasse. Ja, ich weiß, aber ich bin immer zu doof, das auszusprechen. Ja. Aber ich hatte richtig Bock drauf. Gegessen habe ich nämlich selber noch nicht, weißt du, aber ich habe Bock drauf. Und es gibt lecker Bratskartoffeln, ne? Bratkartoffeln mit Zwiebeln. Dazu packe ich mein Dreieckstuch dann ein. Das ist ja dieser der alte Gag. In der Telefonzelle. Jawohl. Also, wir haben hier Spaß und es gibt hier lecker, guck mal, das Feuer. Oh, schön, ne? Oh. Guck mal, das ist wieder. Und wir braten die Zwiebeln jetzt in dem überschüssigen Speck und Fett von der alten Kuh, die mir Entschuldigung. Mit ihrem eigenen Fett wird die Zwiebel gebraten. Ja, das. Jawohl. Brutal, sage ich nur. Achso. Habe ich auch gerade. Kann man die Kartoffeln